Hallo, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Murat Coşkun. Ich stelle euch heute dieses kleine Instrument vor, eine Rahmentrommel, ein Tambourin mit dem Namen Rik. Genau, jetzt wisst ihr auch, warum das so heißt. Im Türkischen nennt man dieses Instrument auch Zilli oder Tef und ich werde euch gleich mehr dazu erzählen. Ja, das Instrument Rik hier, wie ihr seht, ist auch ein Instrument der Familiengruppe Frame Drums, Rahmentrommel. Ich habe das schon mal erklärt. Der Rahmen ist kleiner als der Radius von dem Fell, das ist die Definition. Und unter den Frame Drums oder Rahmentrommeln ist das ein besonderes Tambourin, ein Schellentambourin kann man das auch im Deutschen nennen. Und wie ihr seht, hat das 5 Positionen, 1, 2, 3, 4, 5, mit jeweils einem Pärchen hier und einem Pärchen auf der Seite. Das heißt, insgesamt sind es 20 Schellen und diese Schellen sind dazu da, um sie auch mit den Fingern anzutippen, wie eine Art Kastagnetten. Und sind aus Messing, das heißt, sie sind sehr schwer und haben auch sehr schönen Klang. Und das Fell ist natürlich auch sehr wichtig bei diesem Instrument. In der Regel in der traditionellen Bauweise wurde oder wird nach wie vor auch Fischhaut benutzt, was sehr, sehr dünn ist und robust. Man kann die Instrumente sehr hoch stimmen. Und der Charakter nämlich von dem Rik, gerade in dieser Position, ist sehr hoch, ein sehr hoher und trockener Sound. Und das erreicht man natürlich durch das Abdämpfen, klar, aber vor allem auch durch das hohe Stimmen. Das heißt, man zieht die Instrumente sehr hoch. Mit einem Stimmmechanismus, wie ihr das sehen könnt, ist integriert in das Instrument, kann man mit einem Imbusschlüssel das Instrument nach oben bzw. nach unten auch stimmen. Es gibt dieses Instrument in verschiedensten Kulturen, vor allem in der arabischen klassischen Musik ist das ein wesentliches Percussion-Instrument. Das gehört einfach zu jedem Ensemble oder zu jedem Orchester dazu. In der türkischen Musik hat das einen wichtigen Platz auch genommen. Und es unterscheiden sich ein bisschen die Spielweisen, die Charaktere, aber auch der Sound ein wenig. Aber das sind jetzt kleine Details, auf die man jetzt hier in der kurzen Zeit nicht eingehen kann. Aber vielleicht nur so viel, dass auch hier die Spielweise sich modernisiert hat. Es sind neue Techniken dazugekommen, neben der klassischen Technik, viele Drehtechniken, die aus anderen Rahmentrommeltraditionen übernommen wurden oder übernommen werden. Und so entstehen neue Klangmöglichkeiten hier. Ich zeige vielleicht euch die normalen, klassischen, sage ich mal, Spielweisen. Das ist zum einen mit der Schelle. Das heißt, wie erwähnt, spielt man sie wie Kastagnetten. Und man kann auch alle Schellen zum Klingen bringen durch Akzente. Man kann das Instrument auch schütteln und kann das wie ein Shaker benutzen. Oder ein Wirbel. Und dann gibt es die Möglichkeit auch in der sogenannten klassischen Position, das ist in der Position, wo wir die Trommel dämpfen mit den Fingern. Das heißt, insgesamt wird das Instrument leiser, es wird viel feiner, man spielt mit den Fingerspitzen und so kann das Instrument auch eben wechseln, den Charakter wechseln, aber auch die Dynamik wechseln. Und jetzt an neuen Spielmöglichkeiten, die sich in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt haben. Da gehört eben zum einen dazu, dass man auch die Schellen zusätzlich noch
hier anschlägt. Das heißt nicht nur die Kastagnettenschellen, sondern zusätzlich Akzente. Und auch eine Neuerung, die ich vor 20 Jahren noch mal angeregt hatte, dass man die Schellen auch austauschen kann. Mittlerweile hat sich das bei allen Trommelbauern durchgesetzt, dass man hier die Schellen, die Schrauben rausnimmt und einfach verschiedene Schellen einsetzt und dadurch auch verschiedene Klänge produzieren kann. Ihr merkt, das sind ganz andere Charaktere, es sind kleine Unterschiede, aber manchmal sind das genau das, was man braucht, diese kleinen höheren oder tieferen Schellenklänge. Und auch die Drehtechniken, das ist diese Technik aus der irischen Musik, die wir von der Boran kennen. Ja, das gibt klanglich nochmal eine andere Möglichkeit. Und auch wenn es mal ein bisschen lauter sein sollte, kann man auch zum Beispiel italienische Tamburello-Techniken nehmen, wo wir dann triolisch Figuren spielen können. Das heißt, eben im bestimmten Kontext, wenn man sagt, okay, da möchte man mehr Energie erzeugen und lauter spielen, könnte man das auch zum Beispiel mit diesen Techniken machen. Ansonsten ist das Instrument sehr, sehr vielseitig, sehr fein. Auch im Studio wird das sehr, sehr gerne eingesetzt, also auch außerhalb von der klassischen arabischen oder türkischen Musik.